3 im Amazonas. Guten Morgen. Ja, ihr habt es gesehen, wir sind sehr früh aufgestanden heute, um den Sonnenaufgang zu bewundern. Und jetzt fahren wir mit dem Boot raus, wieder auf den Amazonas. Ja, um eine Kanutour zu machen. Genau, ein bisschen die Seitenarme zu erkunden. Everything changed so much fast here. Die Kanutour war gerade richtig schön, richtig entschleunigend. Ja, obwohl man es nicht wirklich Kanutour nennen kann, denn wir waren eigentlich nur in dem ganz normalen Boot unterwegs, mit dem wir sonst auch rumfahren. Nur, dass Emily halt gepaddelt hat, anstatt dass der Motor lief. Aber das hat es gerade so ruhig gemacht. Ja, das hat es schön gemacht. Man ja. hat die Umgebungsgeräusche richtig gehört. Die Guides haben solche Laute gemacht für die Alligatoren und die gerufen. Und die haben dann manchmal geantwortet. Das war richtig schön. Ja, sehr entspannt. Ja, entspannt haben wir dann auch noch danach hier bei der Lodge und haben direkt Sonnenbrand bekommen. Nicht aufgepasst, jetzt brennen hier die Wangen. Ja, ich spüre es auch auf den Schultern. Ja, und für den Nachmittag bzw. heute Nacht haben wir uns überlegt, dass wir gerne nochmal im Dschungel übernachten wollen. Unser Guide ist jetzt abgereist und deswegen sind wir gerade so ein bisschen herrenlos und müssen zusehen, dass wir uns so ein bisschen selber organisieren, an die Gruppen ranhängen, die halt die Aktivitäten machen, die wir noch gerne hier machen wollen. Also es ist so ein bisschen jetzt selbst organisiert, dazu werden wir später noch ein bisschen was erzählen. Aber auf jeden Fall haben wir uns dafür entschieden, jetzt nochmal mit in den Wald zu gehen und im Dschungel zu schlafen. Genau. Diesmal geht es richtig tief in den Dschungel rein. Also das letzte Mal waren wir nicht so weit weg und auch nicht so tief drin. Und jetzt, aber ihr seht, geht es direkt durchs Sumpfgebiet an so einen abgelegenen Arm. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen mit dem Boot unterwegs. Dass er überhaupt noch mit dem Motor so fahren kann und sich nicht die ganze Zeit was in der Schraube verhängt, also reinwickelt, ist schon Wahnsinn. Und ich sag euch, hier ist alles voller Krokodile, 100 Pro, die sind nur alle gerade unter uns. Unser Guide heute, der wollte nicht, dass wir hier rein paddeln, weil der hat gesagt, das ist alles voller Krokodile. Da vorne schwimmt eins. Da vorne schwimmt eins. Siehst du es? Rock. Alligator. Oha, wir sind hier direkt am Alligatorengebiet. Das ist eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Da ist das Camp. Da ist Krokodilgebiet. 20 Meter in die Richtung haben wir gerade eins gesehen. Ich hoffe, die überlegen sich nicht, nachts aus dem Wasser rauszukommen und uns einen Besuch abzustatten. So, wieder das altbewährte Spiel. Suche nach trockenem Holz. Es hat gerade aufgehört zu regnen, also wird das vielleicht nicht ganz so einfach. Aber so können wir gleich mal die Umgebung hier erkunden. Nee, das ist wirklich eine ganz andere Hausnummer als beim ersten Mal. Viel tiefer drin. Läuft herum und alles springt und bewegt sich. Alles in Action. Und es ist richtig cool, dass wir uns noch dafür hier entschieden haben. Es
Macht gerade richtig Spaß und gleichzeitig so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht so richtig, was man wirklich macht. Der Boden ist hier so soft. Wir sind einfach umgeben von Wasser. Und Wasser heißt gleich Krokodil. Ich weiß jetzt schon, dass mein Papa sagt so, Emily, was machst du da? Es geht ganz anders. Ich habe auch gerade deinen Vater vor mir gehört. Gib mal her, ich zeig dir das mal. Okay, wie ihr seht, das Feuer brennt. Unser Shelter steht, nur unser Boot ist weg. Da ist kein Boot mehr. Und der Guide auch. Er hat gesagt, ihr wisst Bescheid, ihr habt ein Feuer, ihr kommt alleine klar. Ich hole euch morgen ab. Und ist einfach weggefahren. Weil er ist der Ansicht, dass Finn und ich und der French Guy, Florent, das ja schon einmal gemacht haben. Also wissen wir ja, wie es geht und wir sollen ihr das jetzt einfach zeigen und machen. Shit. Ich glaube es immer noch nicht so ganz, aber... Nee, ich hoffe nicht. Mal Nein. gucken. Vielleicht kommt er wieder, vielleicht nicht. So in der Nacht legt er sich einfach heimlich in seine Hängematte. Ja. Oh shit. Oh yes. King of the Jungle. Er ist doch wiedergekommen. Das Boot ist wieder da. Ja, man muss dazu sagen, die beiden haben uns verarscht, weil nur Christine kann Portugiesisch und der Guide kann weder Englisch noch Deutsch noch irgendeine andere Sprache außer Portugiesisch. Das heißt, er spricht maximal zu ihr, wenn er spricht, weil er spricht sehr, sehr wenig. Und ja, und dann hat sie einfach gesagt, so ja, nee, da kommt jetzt nicht mehr. Und ja. Aber wir haben ganze Arbeit geleistet in seiner Abwesenheit. Wir haben die Feuerstelle aufgebaut, eine Vorrichtung fürs Hähnchen vorbereitet und eine Vorrichtung angefangen für den Topf auch. Genau, eine Vorrichtung, um den Topf aufzuhängen und angefangen, einen Tisch zu bauen. Also wir müssen hier echt noch das ganze Camp, also fast das ganze Camp, selbst zusammenbauen und das macht ziemlich viel Spaß. Ja. Mit der Machete im Dschungel rumzulaufen und nach geeignetem Holz zu suchen. Das ist Abenteuer, wie man sich vorstellt. Und gerade merkt man jetzt, es ist so stark die Dämmerung, dass jetzt der ganze Dschungel jetzt wieder aufwacht und der ganze Sound jetzt hier losgeht. Ja, gleich. Kommen die Krokodile näher. Nein. Ich spüre die schon näher kommen. Doch, Die doch. schlafen. Ich hoffe, die schlafen. Die schlafen nicht.
Diese Nacht war richtig schön, weil wir die Natur sehr, sehr gut gehört haben. Auch die Krokodile, also den Sound, den wir gestern bei der Kanufahrt schon hatten, der war die Nacht auf jeden Fall noch wesentlich intensiver. Und es hat mal geregnet im Regenwald. Das Ja. hat man auch die ganze Zeit gehört. Wir hatten Gott sei Dank eine Plane über uns, die uns geschützt hat. Ja, Und generell war auch unser Camp irgendwie cooler, weil wir es selbst gebaut haben. ja, Und wir in einer kleineren Gruppe selber alle viel mehr Verantwortung übernehmen mussten. Das hat es irgendwie noch mal authentischer gemacht als beim ersten Mal. Da waren wir 12 Leute oder so. Und jetzt hier zu viert war das wesentlich intensiver, auf jeden Fall. genau. Jetzt machen wir uns gleich nochmal auf den Weg. Er meinte, dass wir hier nochmal ein bisschen durch den Wald gehen. Aber er sagte schon zu uns, wir werden vielleicht heute nicht so viel sehen, weil es regnet. Das heißt, Die ganzen Tiere, die klammern sich an den Baum, haben selbst keinen Bock, sich zu bewegen. genau, verstecken sich Ja. und sagt, sonst ist ja eigentlich sehr viel Bewegung, aber wenn es jetzt regnet, wird hier ein bisschen weniger sein. Wir sind gespannt. Aktuell läuft er immer weiter rein und wir wissen nicht, wo wir sind. Ich hoffe, er weiß, wo wir sind. Aber es ist mega interessant und richtig schön. Es regnet ein bisschen, wir sind im Regenwald. Und ja, es ist richtig cool. So viele verschiedene Pflanzen, wie die Bäume hier wachsen. Sieht echt richtig krass aus. Wichtig ist nur, dass wir wieder zurück bin. So, wir sind jetzt wieder zurück im Camp. Viele Tiere haben wir nicht gesehen. Affen haben wir gesehen und ansonsten eigentlich nicht so viel. Es ist immer schwierig jetzt mit unserer Kamera das einzufangen, deswegen sieht man das nicht weiter. Aber es war eine richtig coole Tour und ich bin froh, dass er wusste, wo wir lang gehen. Und einfach richtig cool. Jetzt bauen wir unser Shelter wieder ab und ich muss euch auf jeden Fall mal was zeigen. Seht ihr mal, das hat er mit so Naturmaterialien. Macht er das auch hier fest tatsächlich. Jetzt muss ich das wieder irgendwie abziehen. Das ist komplett und das hält. Das ist sehr beeindruckend, dass das so funktioniert. Come on. Auf geht's. Ja, unsere Tage im Amazonas sind eigentlich jetzt langsam dem Ende. Wir werden gleich zurück nach Manaus fahren. Und was so, wie du dir es erhofft hattest, Emily? Teils, teils. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir sind nur im Dschungel und gehen von A nach B. Und am Ende ging jetzt alles von der Lodge aus. Das war ein bisschen anders, ja, und unerwartet. Aber am Ende, wenn man sich darauf einlässt, war es richtig gut. Was wirklich so war, wie ich es mir vorgestellt habe, waren die Übernachtungen im Dschungel. Weil das habe ich mir so vorgestellt, dass wir in den Dschungel hineinlaufen, dass wir dann dort ein Lager aufbauen, dort schlafen. Und das war mein persönliches Highlight auch. Ja, wir hatten es ja schon mal kurz erwähnt. Also es gibt hier jeden Tag Gruppen, die ankommen von 2 bis 6 Leuten und welche, die wieder wegfahren und auch dann immer neue Guides. Und es ist nicht so ganz klar, welcher Guide zu welcher Gruppe gehört. Wir hatten
auch nicht so wirklich den Plan am Anfang, wer jetzt unser Guide ist, und haben uns dann, ja, wie wir schon erwähnt hatten, immer ein bisschen dran gehängt und nach den Aktivitäten geguckt, die wir machen wollten. Das hat dann ganz gut funktioniert. Also wir haben eigentlich alles gemacht, was wir uns erhofft hatten und was uns auch versprochen wurde. Aber man muss halt sagen, es gibt auch Gruppen oder es gab Leute, mit denen wir gesprochen haben, bei denen war das ganz anders. Die hatten dann einen Guide, der war hier besonders schlecht, über den gab es viele Stories, der hatte man das Gefühl, völlig überfordert war. Der hat den Motor vom Boot nicht angekriegt, der hatte Angst die ganze Zeit im Dschungel, stand einmal, als wir am ersten Abend im Dschungel waren, vorm Kochtopf und hat zu Emily gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie man kocht. Also der wirkte komplett hilflos, und wenn man halt so einen Guide abkriegt, dann kann das schon manchmal ein bisschen unangenehm werden. Also man muss selbst so ein bisschen schauen, wie man das organisiert. Andere hatten einen Guide, die war halt wieder richtig aktiv und die haben krasse Sachen die ganze Zeit gemacht. Und man dachte sich so, oh, Wahnsinn. Das waren aber vor allem die rein Portugiesisch aussprechen. Ja. Und was war dein größtes Abenteuer jetzt in den 4 Tagen? Also ich muss sagen, ich fand den ersten Tag, wo wir hier angekommen sind, also die Fahrt von Manaus hierher, echt cool. Man langsam dann gemerkt hat, dass wir immer tiefer in den Dschungel reinkommen und die ganzen Tiere zu entdecken und so. Aber eigentlich mein Highlight war heute oder gestern die Nacht, wo wir dann vom Guide kurzzeitig alleine gelassen wurden und selbst in den Dschungel rein mit der Machete uns das Lager aufbauen. Das war echt cool. Da habe ich echt Lust auf mehr Survival gekriegt. Ja, es war auf jeden Fall jetzt eine sehr, sehr schöne Zeit hier im Amazonas. Definitiv. Und wenn man natürlich eine richtige Tour machen will, so von A nach B, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben, ich glaube, da muss man entweder in eine kleinere Stadt gehen und von dort aus starten oder sich so eine richtige Adventure-Reisebüro suchen, die das dann mit einem organisieren. Weil hier ist das, und das kann ich am Ende auch verstehen, in einem sehr, sehr sicheren Rahmen. Also gefährlich ist der Dschungel so und so, aber die versuchen natürlich so, dass alle wieder heil da rauskommen, ob Leute erfahrener sind und sportlich oder einfach wirklich rein mal kurz in den Dschungel reingucken wollen. Und diese breite Masse wollen sie halt natürlich abdecken. Ja, und bei dem Preis, den wir gezahlt haben, wir haben jetzt für die 4 Tage, also 3 Übernachtungen, komplett mit Essen, 480 € gezahlt. Da kann man dann auch nicht erwarten, dass es dann wirklich nur auf einen fokussiert ist. Da muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und wie gesagt, vielleicht nicht Manaus wählen, weil da gibt es eine Reiseagentur neben der anderen und es sind alle von verschiedenen hier und die erzählen ähnliche Stories. Ja. Also da muss man dann sicherlich ein bisschen ausführlicher suchen, würde ich mal sagen, und recherchieren. Aber wir haben die Zeit jetzt trotzdem sehr, sehr genossen. Wir hatten eine super Zeit, es war total coole Erfahrung und es macht eher noch Lust auf genau sowas nochmal zu machen und dann vielleicht nur für den Amazonas hierher zu kommen. Ja. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr, definitiv. Und so sagen wir Tschüss und bis bald.